Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance, but his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, we're just leaving. I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem. Come back in what you call that add-on. Got anthems and bands with masters. Getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Wir sind beim GCC in Goldbach 2025. Das ist jetzt der 5. Lauf. Neben mir habe ich den Bernd Ruttmann ist mein Name. Ich bin vom MSC Goldbach, wohne in Goldbach, bin in Goldbach verheiratet, also echter Goldbacher. Und zu was haben wir uns heute getroffen? Ja, wir wollten mal kurz über das Mörderteil von Honda Transalp sprechen, denke ich mal. Und über das Leben mit der Zweizylinderklasse. Also wie ihr wisst, wenn ihr den Kanal ein bisschen beobachtet, ich propagiere ein bisschen die Zweizylinderklasse. Was habe ich da jetzt vor mir? Das ist ein kompletter Umbau. Honda Transalp ist die Mutter, Baujahr 1995. Und die habe ich nenne es mal als Scheunenfund, vor 2 Jahren geschenkt bekommen. Habe das Motorrad als erstes mal komplett zerlegt, habe das mit Flexen abgeflext, habe das um 40 Kilo leichter gemacht, habe den Rahmen dann gestrahlt, der Rahmen ist dann weiß, man sieht es ja, gepulvert worden. Und dann haben wir das Motorrad wieder zusammengeschraubt. So. Die Honda hat halt ein kleines Problem, weil die Original Honda hat nur 17 Zoll. Dementsprechend haben wir den Ring dann auf einen 18er, haben das umgespeicht, also dass ich jetzt auch ein 18 Zoll Hinterrad habe. Wir haben die Fußrasten nach unten versetzt, dass ich einen tieferen Schwerpunkt bekomme. Ich habe einen Wilberts-Dämpfer drin und habe eine Mazzori-Gabel, dass ich überhaupt springen kann. So. Wo hast du die Gabel her? Aus was für ein Modell stammt die? Die habe ich von meinem Freund Markus Frank. Der hatte die noch bei sich im Fundus. Und die haben wir hier eingebaut. Also wie war das mit dem 18 Zoll hinten? Hast du genug Platz in der Schwinge gehabt oder hast du da was wegflexen müssen? Nein, ich habe nichts weggeflext, aber wenn man schaut, man sieht, also es sind gerade noch links und rechts, also hauptsächlich mal rechts, sind nur 2 cm Platz. Also es ist nicht mehr so viel Luft drin, dass du großartig Gas geben kannst. Aber es genügt. Also ich habe keine Probleme mit. Ne, 2 cm sind aber recht viel. Was hat das Ding an Leistung? Also das ist eine offene, das ist 650, aber die hat jetzt so um die 50 PS. Und die hat ein bisschen, die ist überall ein bisschen modifiziert. Man sieht es ja jetzt schon mal, wie gesagt, Fußraste sind geändert, Dämpfer ist geändert, der Tank, selbes auch. Wir haben dann, man sieht es ja, das Heck weg. So, dann habe ich mir letztes Jahr bei Black Friday die Kotflügel vorne und hinten und das Nummernblät bestellt. Und dann bin ich im Winter in der Keller. So, und dann habe ich das angepasst. Den ganzen Sonntag gebraucht, bis ich überhaupt den Halter für mehr Sitze vorne vom Nummernblät, das ist alles handgemacht. Ja? Und so habe ich einen Kotflügel eingepasst. So, und es gibt mir einfach Spaß, es gibt mir einfach einen tierischen Spaß, das zu machen, weil, wie gesagt, Punkt 1, du lernst Leute kennen, aber Punkt 2, du kommst immer mehr rein in diese Zweizylinder. Das war eine Welt, die für mich die ganze Zeit gar nicht da war. Ja, gibt's welche, die fahren Zweizylinder, was sind das für Typen? Aber das ist wirklich so, dass ich da immer mehr reingekommen bin. Und ich war letztens schon mal in Funkstadt, da gibt es einen Transalp-Club. Ich wusste es gar nicht. Die waren schier ausgetickert, wie ich mit dem Ding gekommen bin. Was bist du beruflich, dass du sowas kannst? Ja, also vom Beruf bin ich total von der Sache weit weg. Also ich bin Elektromeister von Beruf. Also ich habe mit Motorrad und so nichts zu tun, aber das ist einfach, ich habe schon immer Motorrad gefahren. Wie viel? Was würdest du jetzt sagen in Wochen? Wie viel hast du da rumgespielt, bis das jetzt so zum Motorradmann ist? Also von der Zeit her,
Also war jetzt das letzte halbe Jahr sehr intensiv, und zwar Bezug nehmen, dass man jetzt das Motorrad fertig bringen wollte bis zum ersten Rennen von der German Cross Country in Triptis. Da sind wir ja miteinander gefahren. Ja. Da sind wir da miteinander gefahren. Ich hab eine Woche gebraucht, um diesen alten japanischen Lack von dem Tank runterzubringen. Ich habe ihn abgebeizt, und wie die erste Lage unten war, dann ist die zweite gekommen. Und wie die zweite unten war, ist die dritte gekommen. Und der war hart wie die Sau. Also wenn du sowas betreiben willst wie hier, gibt es zwei Komponenten. Das eine ist einmal das Finanzielle und die Zeit. Und das andere ist auch, dass du den richtigen Menschen an deiner Seite hast. Weil solche Aktionen machst du nie, wenn du nur daheim Stress hast. IGE bist du damit auch schon gefahren? Ja, fahre ich auch, aber ist es so, es ist halt immer die Sache, ne? IGE sehe ich halt immer ein bisschen problematisch, weil du musst halt dich quälen über Traktorreifen, Röhren, Baumstämme, und ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile bei der IGE sehr viele Veranstalter das Gefühl haben, sie müssen das immer größer und weiter und extremer machen. Man verkennt eigentlich den Grundgedanke von der IGE, dass es für einen Hobbyfahrer ist. Ja. Das ist meine Meinung. Dann danke ich dir ganz herzlich für die wahren Worte, die du da jetzt losfahren bist, und für die Werbung, die du für die Zweizylinderklasse machst. Und wenn jemand Fragen hat, kann er es ja drunter schreiben. Du liest bestimmt auch mal mit, ne? Natürlich, wenn da einer Interesse hat, oder melden einfach, weil nur im Gespräch kommt man zusammen. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok, wo sonst. Macht die Glocke an, kommt auch mal zum Zuschauen, zum GCC-Rennen. Bis bald, euer Manuel und Der Bernd, mach's gut, ciao. ciao.